Ich gehe davon aus, dass das Universum, wenn man sagt, das ist irgendwie alles schwarz und da sieht man halt nichts. Wahrscheinlich würde man da total viel sehen. Das ist wahrscheinlich alles voll mit, weiß auch nicht was, mit ganz vielen Dingen. Aber weil die halt für die meisten Menschen unsichtbar sind, sieht das einfach so leer und dunkel und schwarz aus, als wäre da irgendwie nichts. Ja. Weil zum Beispiel in der Nacht, wenn es in der Nacht dunkel ist, für mich ist da ganz viel los. Und ich stelle mir halt vor, das ist beim Universum auch irgendwie so. Darum gehe ich eigentlich gar nicht davon aus, dass das Universum wirklich schwarz ist, sondern dass es halt nur schwarz erscheint, wenn man wie die anderen Ebenen einfach nicht sieht. Ja, genau. Es ist ja nur unsere beschränkte Sehmöglichkeit, weil wenn alle Frequenzen, die existieren, irgendwie 1 Meter lang wären, also wenn wir das auf einem Meterband abbilden würden, ich glaube, dann wäre unsere Sehkraft bei 0,8 Zentimetern oder so. Das, was wir überhaupt fähig sind, mit unseren menschlichen Augen so zu sehen. Und alles andere ist außerhalb des Spektrums. Und ja, ich glaube auch, dass ganz schön viel los ist. Also, ja, und auch zum Beispiel die Luft ist für die meisten Menschen ja gar nicht sichtbar. Und für mich hat es ganz vieles in der Luft. Darum stelle ich mir das mit dem Universum auch irgendwie so vor. Okay, wir gehen zu weiteren Fragen, die geschickt worden sind. Die sind gerade auf Englisch. Ein Themenwechsel. Diese Peaks-Dinger da, ob die Verbindung zur Seele behindern und ob es möglich ist, die schädlichen Auswirkungen zu lindern durch Bewusstsein. Also zumindest ist das eines der Ziele, aber wie sehr das passiert, hängt dann auch wieder vom Bewusstsein ab, vom Mensch. Und man kann schon energetisch auch was machen, das geht schon auch, ja. Und auf der körperlichen Ebene kenne ich mich nicht aus, das wäre dann nochmals die andere Ebene. Also es gibt mittlerweile wirklich gut dokumentierte Möglichkeiten, auch die Auswirkungen von Impfungen zu lindern und auszuleiten. Aber das ist eine eigene Recherche. Ich bin auch keine Expertin auf dem Gebiet und möchte auch keine Empfehlungen abgeben, aber man kann wirklich nachschauen. Insbesondere natürlich nicht über die normalen Suchmaschinen, sondern eben vielleicht bei Telegram mal in der Suchfunktion eingeben. Dann kommt man auf Informationen, die man so bei Google mit Sicherheit nicht findet. Und ich denke, ja, an deinem Bewusstsein und an der Liebe zu arbeiten, an der Herzöffnung, ist einfach immer das Beste und da können auch immer Wunder geschehen. Das darf man nie ausschließen, oder? Und ich stelle jetzt noch eine Frage, ob du denkst, dass die Menschen die Lehren von Christus irgendwie missverstanden haben, weil die Welt heute sieht so gar nicht danach aus, als hätten die Menschen seine Lehren irgendwie verstanden oder umgesetzt. Wie siehst du das? Also zum einen ist sicher, dass die Menschen nicht offen dafür sind. Zum Beispiel in unserer heutigen Zeit. Da sind ja verglichen mit damals mehr Menschen offen. Und trotzdem sind auch heute noch ganz viele nicht offen dafür. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass ich schon davon ausgehe, dass die Kirche jetzt nicht so die ganze Wahrheit irgendwie da weitergibt. Und da wäre wahrscheinlich auch was anderes daraus entstanden, wenn die Kirche das nicht ein bisschen für sich irgendwie hingebogen hätte. Ja, dann wollen wir mal. Hi, Andreas. So, hallo Christina, hallo, guten Abend zusammen. Ich habe eine Frage, Thema Zucker. Was hat Zucker mit dem Reinigungsprozess zu tun, einer seelischen Reinigung, dass der Zucker mit eine Hilfe ist? Das wollte ich fragen. Ich kann dir jetzt gar nicht wirklich viel dazu sagen. Einfach ganz allgemein,
es ist natürlich schon so, dass die Dinge, die wir essen, und das ist egal was, das hat ja eine bestimmte Struktur und die hat schon auch einen Einfluss auf uns, also auch energetisch. Danke, Andreas, für deine Frage. Und dann ist noch Birgit da. Ich lese gerade zum zweiten Mal das Buch Die Vision des Guten. Das Schlusswort, da heißt ja, denk immer daran, dass die Überseele der Menschheit der Dunkelheit schon lange vergeben hat. Danke der Dunkelheit für ihr Spiel. Wir dürfen dankbar fühlen für unsere Erfahrungen. Früher war der Aufstieg so, dass nur ein paar es schaffen würden. Doch die Überseele der Menschheit sagte, entweder alle oder keiner. Die gesamte Menschheit wird erwachen, so ist es geschrieben und so wird es geschehen. Das ist spektakulär und das war im August 2017. Und jetzt die Frage, jetzt kam ja Corona, die ganze C-Zeit mit ihren Angeboten, mit dem freien Willen, wo die Menschen ja unterschiedliche Maßnahmen ergreifen konnten. Und das hatte man vorhin schon mal das Thema, was die Impfung da alles im System macht. Und ob das immer noch gilt, nach all den Ereignissen, die da waren in 2021, 2022. Ändert es nichts daran, dass die ganze Menschheit oder gibt es da doch Auswirkungen, dass manche, die da andere Wege gegangen sind, das dann doch nicht schaffen werden? Also am Ende ist es ja schon so, dass jede Seele, die dafür offen ist, auch mit dieser Schwingungserhöhung mitgeht. Ob das in diesem Leben ist oder in einem anderen, das weiß man ja nicht. Aber es ist nicht so, dass man das irgendwie verpassen könnte oder so. Also wenn wir hier auf der Erde Entscheidungen treffen, dann können diese Entscheidungen ja entweder mit unserer Seele übereinstimmen oder eben nicht. Und jetzt angenommen, die stimmen da nicht überein, dann ist wegen dem nicht einfach alles verloren, weil die Seele dann halt je nachdem auch in einem anderen Leben das dann wie nachholt. Und von dem her, jede Seele, die dafür offen ist, geht da auch mit. Von der Zeit her wissen wir das halt nicht, aber an sich ist das ja so oder so nichts, was man irgendwie verpassen kann. Also nur eine Frage der Zeit. Ja, genau. Ja. Schön. Und dann meine ich, habe ich noch mal gelesen im Buch von dir, dass der Aufstieg, ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung, nur möglich ist, wenn alle Anteile, verloren gegangene Seelenanteile wieder zurück sind, quasi, dass man eine Einheit wieder ist. Erst dann ist ein Aufstieg möglich. Also du hast ja verschiedene Seelenanteile und die einen, die sind ja sowieso gar nicht auf der Erde. Aber die, während du hier auf der Erde bist, zu dir gehören, das ist ja wie auch deine seelische Kraft und das sind Seelenanteile, haben ja oft auch Eigenschaften von einem. Also das ist ja wirklich ein Teil von einem und das gehört schon zum Prozess dazu, dass die auch wieder zu einem zurückgehen. Und kann ich jetzt einfach die Quelle anweisen, alle verloren gegangenen Seelenanteile bitte zu mir zurückholen. Also wenn ich jetzt jeden Tag sage, ich hätte gern alle verloren gegangenen Seelenanteile zurück, also bringt das was? Ja, absolut. Also bei manchen, die kommen wirklich einfach zurück. Und manchmal gibt es auch Seelenanteile, wo man wirklich schauen muss, wo sind die jetzt? Was brauchen die, dass die überhaupt wieder zurückkommen können? Ich habe hier noch 2 Fragen, die das letzte Mal nicht dran kamen, das vorletzte Mal auch nicht. Und die möchte ich jetzt unbedingt der Fragestellerin zuliebe dir noch stellen, liebe Christina. Und zwar, wie du es siehst mit einem gewählten medizinischen Schwangerschaftsabbruch, ob das im Allgemeinen sowas zum Lebensplan gehören kann. Oder ist es eher so wie beim Suizid und die Mutter bricht dann einfach das Leben des Kindes ab? Also ist es quasi etwas, was nicht zum Lebensplan des Kindes gehört, aber durch den freien Willen der Mutter dann? Oder ist das eine Abmachung zwischen beiden? Oder?
Wie siehst du das? Mhm. Ich denke, da gibt es sicher ganz verschiedene Situationen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich das verallgemeinern würde, aber ich gehe schon davon aus, wenn jetzt die Mutter diesen Gedanken hat und das ist für sie wirklich eine feste Entscheidung, dann bekommt ja die Seele vom Kind das auch mit. Also vielleicht nicht unbedingt das Tagesbewusstsein, und vielleicht auch schon, ja, je nachdem. Aber die Seele, die bekommt das sicher mit. Und von dem her weiß sie das dann wie im Voraus. Ob das im Voraus auch so geplant war oder nicht, das kann ich so nicht sagen. Okay, danke. Und die zweite Frage ist, die Fragestellerin versteht es so, dass das Kind die Eltern wählt, ob das mit der Abstimmung der Eltern zusammen bestimmt wird, bevor die Eltern inkarnieren, oder wählt sich das Kind die Eltern in den meisten Fällen selber aus, ohne dass es mit den Eltern vor der Inkarnation, also bevor die inkarniert haben, eine Abmachung getroffen hat. Also eine Abmachung gibt es eigentlich immer. Es kann sein, dass es schon passiert ist, bevor irgendjemand von den dreien auf die Welt kam. Aber es gibt sicher auch Seelen, die machen das also dann ab, wenn die Eltern schon physisch auf der Erde sind. Ich denke, da gibt es sicher beides. Ja, vorhin war im Chat auch noch die Frage, hat jemand bei dem Thema, ja, dass man manchmal in einer Familie ist, wo man der oder die Einzige ist, die in einer bestimmten Art denken und fühlen, ja, kam dann die Frage, ja, wie kommt es denn dazu, dass ich mir sowas ausgewählt habe? Kannst du darüber noch was sagen? Wenn man sich dann so Also einsam und alleine fühlt, ein ganzes Leben lang und alle um einem herum sind einfach ganz anders gestrickt. das gibt es sicher verschiedene Gründe. Einer, der halt auch sein kann, ist, dass man wie diese Information von diesem anderen Bewusstsein in diese Familie reinbringen möchte. Einfach, dass überhaupt energetisch da mal was da ist. Und wenn man das macht, dann ist ja klar, dass man damit sehr alleine ist, weil man eben sozusagen den ersten Schritt da macht. Okay, und als letzte Frage heute noch zu dem Thema Seelenanteile. Wie kann man Seelenanteile überhaupt verlieren? Also meistens durch starke Gefühle zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn wir irgendwie was erleben, was uns schockiert, dann kann es sein, dass ein Seelenanteil weggeht. Es kann aber auch sein, dass wir zum Beispiel einen Ort sehr lieben und darum wie ein Seelenanteil von uns dann gerne dort ist. Oder wenn wir Eigenschaften haben, die uns irgendwie ausmachen, aber wir haben das Gefühl, dass wir in der Umgebung, wo wir leben, dass wir diese Eigenschaft wie gar nicht haben können, dann kann es theoretisch auch sein, dass wir den Seelenanteil wegschieben. Das kommt mir jetzt also spontan in den Sinn.